Herr Professor Schmink, es freut mich, dass Sie zu uns nach Halle gekommen sind. Würden Sie sich uns bitte kurz vorstellen und sagen, wofür Sie Spezialist sind? Ja, Herr Meller, ich bedanke mich für die Einladung. Ich arbeite seit Ende der 60er Jahre an Vulkanen. Und zwar gucken wir uns Vulkane an unter sehr breiten Gesichtswinkeln. Also ich nenne das immer Vulkan-Magma-System. Wir interessieren uns für die Entstehung von Magmen in den Erdtiefen, im Erdmantel meistens, den Aufstieg. Die meisten Magmen kommen nicht an die Erdoberfläche. Vulkane sind gewissermaßen nur Unfälle. Ein Hauptschwerpunkt sind die Fragmentierungsprozesse und die Eruptionsprozesse, wie ein Magma an die Erdoberfläche kommt, wie es in Partikel zerrissen wird. Denn die meisten Vulkane bestehen aus Partikeln. 90%, mehr als 90%. Vulkane sind wie ein Schwamm voller Wasser. Und da ist das Zusammentreffen von Gesteinsschmelzen, die über 1000 Grad heiß sein können, und Grundwasser ein ganz wichtiger Mechanismus, um Vulkaneruptionen auszulösen. Und dann interessieren wir uns für die Art, wie dieses Partikelgemisch oder auch Lavaströme transportiert wird am Boden und wie es abgelagert wird an Land oder in Wasser. Ich arbeite ja auch viel in der Marinengeologie, an Ozeaninseln, an der Ozeankruste. Also ein Bein haben wir immer im Wasser gehabt und das andere am Land und versuchen beides miteinander zu verbinden. Wir haben uns auch interessiert für den Eintrag von vulkanischen Gasen in die Stratosphäre. Das ist ein ganz wichtiger Mechanismus, um das Klima zu beeinflussen. Man geht sogar heutzutage davon aus, dass die große Eruption des Krakatau im August 1883, die von der Masse her nicht zu den allergrößten gehört, doch so einen Einfluss auf das Klima und auf die Ozeane gehabt hat, dass sie noch heute den Greenhouse-Effekt, also die Klimaveränderung, beeinflusst, und zwar positiv, weil Vulkaneruptionen das Klima an Land 3 Jahre abkühlen, aber in den Ozeanen dauert das Jahrzehnte bis Jahrhunderte. Das sind also sehr langfristige Auswirkungen. Vielleicht noch zum Schluss, als ich selbst promovierte über Flutbasalte im Staate Washington, USA, ich habe in den USA promoviert, war ich eigentlich nur daran interessiert, wie Natur funktioniert. Rein Grundlagenwissenschaft. Wir machen immer noch Grundlagenwissenschaft, aber die Motivation hat sich in den letzten Jahren bei mir und vielen meiner Studenten ziemlich geändert, weil wir sehen, dass die Fragen, die von Vulkanen ausgehen, fast in alle modernen Hauptprobleme der Gesellschaft eingreifen. Das ist die Frage der Klimabeeinflussung, das ist die Frage der alternativen Energien. Geothermische Energien wird immer eine Rolle spielen, wahrscheinlich so um 10% in der Zukunft. In einer globalen Welt ist die Verletzbarkeit der modernen Gesellschaft extrem erhöht. Darum müssen wir mehr daran arbeiten, wie man Vulkanausbrüche vorhersagen kann, wie man sich schützen kann. Und die Fruchtbarkeit der vulkanischen Böden ist ein ganz wichtiger Faktor in vielen Ländern. Und schließlich sind eine Reihe von Ländern, nicht nur die Kanaren oder Italien oder Island, auch Länder wie Costa Rica, da ist inzwischen der Vulkantourismus die Einnahmequelle Nummer 1. Es sind also ganz viele Bereiche, wo die Beschäftigung mit der festen Erde, den Vulkanen, eingreift in fast alle Bereiche der modernen Gesellschaft. Es ist ein wahnsinnig spannendes Thema. Wie sind Sie dazu gekommen? Sie sagten, ich spreche das jetzt an, weil Sie sagten, ja, Sie wollten Natur verstehen. Wie sind Sie zum Vulkanismus gekommen? War das Zufall oder war das Planung oder war das Absicht über lange Jahre? Es war schierer Zufall. Ich bin nach dem Vordiplom in Deutschland, weil mich vieles an deutschen Universitäten nicht so begeistert hat, gegangen, um mich in Paläökologie zu spezialisieren. Das hat mich interessiert. Und ich war dann an einer Universität, wo nur Doktoranden ausgebildet werden, Johns Hopkins. Und wollte aber nicht in den Appalachen arbeiten, in den Sedimenten, weil mir das zu schwül war im Sommer im östlichen Vereinigten Staaten. Und der Paläökologe, der hatte mit den Studenten so nicht den richtigen Anreiz erregt, und habe dann gehört von einem trockenen Gebiet mit Flutbasalten, die sind so ein paar 100 Kilometer im Durchmesser. Und das waren dann Vulkane, und da bin ich bei geblieben. Also ich bin eigentlich über die
Paläökologie, also die Lebensweise der Fossilien, zum Beispiel bei Muschelkalk in alten Meeren, dann zu den Vulkanen gekommen, bin dann dabei geblieben. Wahnsinnig interessant. Und Sie haben erwähnt, beim Krakatau ist es nicht der stärkste Ausbruch. Es gibt eine Klassifikation. Was ist denn der stärkste Ausbruch in relativ moderner Zeit und wie kann man sich diese Klassifikation vorstellen? Ist das ähnlich wie die Richterskala bei Erdbeben? Ja, man hat über 20, 30 Jahre den sogenannten Explosivitätsindex verwendet. Da ist man aber von abgekommen und benutzt eine viel einfachere Eigenschaft, nämlich die Masse von Magma, die aus einem Vulkan kommt. Und die hat man dann auch in verschiedene Klassen. Also Ausbrüche wie der Lacher See-Vulkan vor knapp 13.000 Jahren oder Pinatubo 91, der hervorragend untersuchte Ausbruch, auch in Bezug auf das Klima, die sind so in der Klasse 6, 6.1, 6.2 und dann gibt es noch größere wie Tambora 1815 oder Toba vor 73.000 Jahren, dessen Einfluss auf das Klima und die Entwicklung des Menschen wahrscheinlich extrem überschätzt wird. Das ist wahrscheinlich alles naturwissenschaftlich nicht belegbar, das zeigen viele neuere Daten. Auch Santorini war groß, das sind so die etwas größeren, die haben ungefähr 50, 60 Kubikkilometer Magma ausgeworfen. Pinatubo ungefähr 6 bis 7. Also der Toba wird ja immer so als Supervulkan bezeichnet und das ist immer so mit Yellowstone verknüpft und das wird immer so medial präsentiert, als wäre ganz Indien ausgestorben durch diesen gewaltigen Vulkanausbruch. Wie muss man sich das vorstellen, jetzt so ein Verhältnis Krakatau, was ja auch schon ein enormer Ausbruch war, Krakatau zu Santorin, zu Toba, wie muss man sich die Verhältnisse vorstellen? Sind das exponentielle Verhältnisse oder auch in den Auswirkungen? Oder kann es auch sein, dass ein kleinerer Ausbruch vielleicht durch SO2-Ausstoß größere Veränderungen bewirkt als ein größerer Ausbruch? Wie kann man sich das vorstellen, in den Wirkungen auch auf den Menschen? Ja, also die Auswirkungen von Vulkanausbrüchen auf den Menschen, zumindest im Nahbereich, haben eigentlich nichts mit der Masse an Magma zu tun. Wenn Sie sich einfach im vergangenen Jahrhundert die beiden größten Vulkankatastrophen, das ist ein Wort, das ich eigentlich nicht gern benutze, also die meisten Todesfälle 1902 in Martinique und 1985 in Kolumbien, die beiden großen Ausbrüche, das waren von der Masse her ganz, ganz kleine Ausbrüche. Aber weil die Menschen in der Nähe wohnten und im Nevado de Ruiz in Kolumbien die Verwaltungen und die Kirche verhindert haben, dass der Ort Amero rechtzeitig evakuiert wurde. Darum ist es zu etwa 23.000 Todesfällen gekommen. Man hätte 2 Stunden Zeit gehabt, sich vor diesem heißen Schlammstrom zu retten. Der Ausbruch war ganz klein und bestand eigentlich darin, dass heiße Lava auf einen Gletscher gefallen ist, hat das geschmolzen, hat geregnet, dann hat es einen heißen Schlammstrom gegeben und der hat die Häuser einfach weggespült. Ich war mal da. Und da darf jetzt nicht mehr gebaut werden, ist jetzt national, also ganz kleine von der Masse her. Und die großen Ausbrüche, wenn man jetzt an das Klima denkt und die Tsunamis, muss man 2 Sachen auseinanderhalten. Wenn ein Vulkan am Wasser ist, im Meer oder auch an einem Fluss oder in einem See, dann werden die Auswirkungen immer potenziert. Wir arbeiten schon seit vielen Jahren an der Aufsteuerung des Rheins beim Lacher See-Ausbruch. Und der Rhein wurde zu etwa knapp 30 Meter aufgestaut. Es hat einen großen Damm gegeben durch die Glutlawinen, der ist dann gebrochen. Und wenn das heute passieren würde, dann würden große Teile zwischen dem Neuwieder Becken, also Andernach, Koblenz und Bonn zerstört. Das ist ein sehr dicht besiedeltes Gebiet. Und am Krakatau hat es Flutwellen gegeben, bei denen etwa knapp 40.000 Menschen umkamen, auf beiden Seiten, in Sumatra sowohl wie auch in Java. Und beim Santorini ist wahrscheinlich auch die Hauptauswirkung auf die Gesellschaft der Tsunami gewesen. Also das ist immer die Potenzierung, ich nenne die Gefahrenkaskaden. Wenn diese 3 Vulkane, die ich eben genannt habe, an Land ausgebrochen werden, fern von jedem Fluss oder am See oder Meer, dann wäre viel weniger passiert. Und der andere Aspekt ist das Klima.
Da weiß man, seit Pinatubo hat man das sehr genau untersucht und ich werde ja heute Abend ausführlicher darüber was erzählen, dass Schwefel, SO2, der Hauptfaktor ist. Nun ist es so, je SiO2, also siliziumreicher ein Magma ist und je weniger oxidiert, desto weniger Schwefel wird produziert. Also das Magma von Toba und Santorin, das waren relativ schwefelarme Magmen. Auch Baitoshan haben wir untersucht, ein großer Vulkan an der Grenze Nordkorea-China, auch einer der größten historischen Ausbrüche. Die haben sehr wenig Schwefel gehabt, weil das Magma sehr siliziumreich war und reduziert war. Während Ilchichon, der 1982 ausbrach in Südmexiko, ein relativ kleiner Ausbruch, aber sehr schwefelreich. Und seit der Zeit weiß man, dass es Schwefel ist und nicht Aschenpartikel, also Festkörperpartikel, die das Klima beeinflussen. Also das sind ganz unterschiedliche Arten von Auswirkungen und man muss jeden Vulkan für sich betrachten. Und Vulkanausbrüche haben ja für die Archäologie die besondere Bedeutung, dass sie einmal zerstören. Ob das nun Pompeji ist oder Santorini oder Seren in El Salvador oder Agualinca in Nicaragua, wo wir in den letzten Jahren dran gearbeitet haben, die wohl am besten erhaltenen Fußabdrücke von einer Gruppe von 15 Menschen, die es gibt. So, sie zerstören, aber gleichzeitig bedecken sie durch die nachfolgenden Ablagerungen diese Spuren der Zerstörung. Und das ist natürlich für die Archäologie immer ein Glücksfall. Diese Klimaauswirkungen interessieren uns ganz aktualistisch, obwohl Klima sich ja über die Millionen und Jahrhunderttausende ohnehin immer ändert. Wir hätten es immer ganz stabil, weil wir uns da eingerichtet hätten. Das ist völlig unmöglich, das wissen wir. Aber auch prähistorische Menschen haben natürlich, wenn sie Ackerbau betrieben haben, eine hohe Abhängigkeit vom Klima gehabt. Und kann man denn diese klimatischen Auswirkungen von antiken Vulkanausbrüchen, also den SO2-Ausstoß, kann man den festlegen oder ist das schwierig, weil das Gas sozusagen flüchtig ist? Nein, es gibt eine Methode, bei der man abschätzen kann, wie viel SO2, Schwefeldioxid, nicht nur in die Atmosphäre gestiegen ist, sondern in die Schicht der Stratosphäre. Das ist hier bei Halle ungefähr bei 12 Kilometern Höhe. Das muss in die Stratosphäre gehen, da gibt es keinen Regen, da hält sich das lange und da gibt es diese kleinen Aerosolteilchen, die dann mehrere Jahre um den Globus zirkulieren. Das ist die sogenannte petrologische Methode. Man muss einmal die großen Aschenfächer, BIMS-Fächer auskartieren und die Masse bestimmen. Und in vielen Mineralen, die in der Tiefe kristallisiert sind, haben diese Minerale bei der Kristallschmelze eingefangen. Wir nennen das Glaseinschlüsse oder Schmelzeinschlüsse in Mineralen. Ich zeige heute Abend dann ein Bild dazu. Und das kann man mit bestimmten Instrumenten der Mikrosonde analysieren und kann dann rauskriegen, wie viel Schwefel war in dem Magma vor der Eruption. Und dann misst man die gleiche Schwefel und Fluor und Chlor, alle möglichen volatilen Elemente, im BIMS, also in dem entgasten Schmelze, in dem Glas. Und das ist dann viel weniger, weil viel Schwefel und die anderen Elemente rausgegangen sind während der Eruption. Und aus diesem Unterschied kann man messen, wie viel Schwefel ist in die Atmosphäre eingetragen. Und das sind meistens gewaltige Mengen. Ein Kollege hat mal ausgerechnet, dass bei den ungefähr 17 Megatonnen Schwefel beim Pinatubo, dass das ungefähr der Menge von 10 Millionen Autos entspricht, dem Gewicht Normalautos. Das sind also riesige Mengen von Schwefel, die in die Atmosphäre gehen. Das ist ein großer Beitrag. Und diese sogenannte petrologische, bei den historischen und prähistorischen, die haben wir am Lacher See zum Beispiel durchgeführt und haben rausgekriegt, wir wissen das vorher, Lacher See-Magma war sehr schwefelreich. Ist ein bisschen ähnlich wie Tambora. Und darum muss die Lacher See-Eruption vor knapp 13.000 Jahren einen Impact gehabt haben auf das Klima, wahrscheinlich schon im selben Jahr. Die Eruption war im Frühjahr, das weiß man durch Pflanzen, die bedeckt wurden. Und dass diese Eruptionen oft auch von Starkregen gefolgt werden. Und wir glauben, wir haben viele Hinweise auf Starkregen. Und die Meteorologen, die ich kontaktiert habe, wir haben auch mit Meteorologen viel zusammengearbeitet, sagen uns, das ist wahrscheinlich, dass schon im gleichen Jahr die Luftmassenbewegung so war, dass es sehr viele Starkregen gab in Mitteleuropa. Vor 13.000 Jahren ist archäologisch gesehen Mesolithikum.
Da leben Jäger in der Gegend des Lacher Sees, die werden sicherlich beeinträchtigt. Und sicherlich ist es so, dass diese Tefren des Lacher Sees bis zu uns fliegen. Wir haben zumindest Spuren gefunden bei uns. Bei uns wird es die Menschen kaum beeinflusst haben. Selbst die klimatische Veränderung dürfte Jäger und Sammler und die Tiere, wenn es nicht zum Aussterben der Tiere führt, nur marginal beeinflussen. Aber bei Ackerbauern schaut es ganz anders aus. Wenige Jahrtausende später, also etwa 5 Jahrtausende später, mit den ersten Ackerbauern, gibt es dann Probleme, wenn sich das Klima ändert, denn 2, 3 schlechte Jahre nacheinander können durchaus zu Hungerskatastrophen führen und 2, 3 schlechte Jahre nacheinander können dazu führen, dass die Gesellschaften, die ja über andere Vorratswirtschaft verfügen, in enorme Probleme geraten. Gibt es denn Vulkanausbrüche aus späterer Zeit, die nach Ihrer Meinung nach das Klima zumindest in Europa stark beeinflusst haben? Also jetzt nicht in nachrömischer Zeit, also nicht Krakatau oder Ähnliches, sondern Dinge wie der Santorin-Vulkan, wie vielleicht der Pompeji-Ausbruch, der Avellino-Ausbruch des Vesuv, solche Ausbrüche. Also von großen klimatischen Auswirkungen vom Santorin ist mir eigentlich nichts bekannt. Das klassische Beispiel, das ist eigentlich schon seit 150 Jahren bekannt, mit den gewaltigen Auswirkungen in Mitteleuropa, in Nordamerika, ist der Tambora 1815. Der zum Beispiel dazu geführt hat, zu ganz extrem reduzierten Ernten, die dann wieder zur Folge hatten große soziale Unruhen. Und das zweitgrößte Volksfest in Deutschland, in Mitteleuropa, nach dem Oktoberfest, das glaube ich gerade noch in den letzten Zügen liegt, sind die Stuttgarter Wasen, wurde 1816 gegründet von der damaligen Herrscherin in Württemberg, um den Bauern Möglichkeit zu geben, sich zu treffen und auszutauschen, weil die Ernten so schlecht waren. Und auch am Niederrhein überall, es gab große Überschwemmungen. Und ich denke, das galt für große Teile von Europa. Und dann wurde das Klima auch sehr viel, die Temperaturen reduziert in Neuengland, in den USA und in Kanada. Und das sogenannte Jahr ohne Sommer, wo im Juli noch Schnee fiel und im Juni und eine große Migration, eine Wanderung einsetzte von der Ostküste in den Mittleren. Also das ist als globale Klimaimpact oder wenn Sie so wollen, Klimakatastrophe das klassische Beispiel. Das ist der Tambora. Sie haben erwähnt, dass Sie mit Ihrer Arbeitsgruppe den Lacher Seevulkan auch in diesen SO2-Massen untersucht haben und hier eine Klimaänderung prognostizieren können. Kann es einfach sein, dass der Santorin-Vulkan und Ähnliches einfach auf diese SO2-Massen noch nicht untersucht sind? Dass man das einfach noch nicht, sagen wir mal, dass zuerst der Tsunami, die Masse des Magmas und Ähnliches im Blick ist und dass einfach dieser Aspekt noch ein Forschungsdesiderat ist. Ich habe ja mit Erstaunen festgestellt, dass die Stärke des Santorin-Ausbruchs in Weihstufen im letzten Jahrzehnt zu etwas nach oben ging. Also offenbar gibt es da eine aktive Forschung, von der wir noch etwas erwarten können. Ja, soweit ich weiß von meinem Kollegen Sigurdsson, der hat mir vor 2, 3 Jahren geschildert, dass sie durch die mariengeologischen Untersuchungen, die seismischen Untersuchungen festgestellt haben, dass da sehr viel größere Massen im Meer vor Santorini sind als vorher bekannt. Also von der Magmamasse, die ausgebrochen ist, ist es sicher erhöht worden. Soweit ich weiß, das Santorin-Magma ist rhyolithisch sehr SiO2-reich. Soweit ich weiß, ich selber habe nicht daran gearbeitet, unsere Arbeitsgruppe an Santorini, sind die Schwefelgehalte in dem Magma sehr gering. Wir haben diese Eruption Beitushan, das war eine ähnliche Größenordnung wie Santorin, ungefähr 965 AD, genauer untersucht vor einigen Jahren. Und die Aschen, die findet man noch in Hokkaido, noch 2000 Kilometer weit weg, also war eine sehr große Eruption, auch in einem japanischen Meer. Und haben feststellen müssen, dass der Schwefelgehalt sehr gering war. Und wir haben dann versucht, auch historische Zeugnisse zu finden in Korea und in China, ob das einen großen Einfluss gehabt hat, haben nichts gefunden. Das kann an der
mangelnden Quellendichte gewesen sein, das weiß ich nicht, wir sind auch da, ist nicht unser Gebiet. Man hat bei vielen Eruptionen in den letzten Jahrzehnten gesehen, wie sich die Interpretation ändert. Das gilt auch für die, vielleicht in den Erdgeschichten hat es ja auch ganz große Katastrophen gegeben, wie das Aussterben der Dinosaurier an der Grenze Kreide-Tertiär. Und auch da sind seit einigen Jahrzehnten gibt es zwei große Camps. Die einen sagen, das ist ein großer Impact im Yucatan in Mexiko und die anderen sagen, nein, es hat damit nichts zu tun. Es sind große Vulkanausbrüche im Dekkan in Indien, in und viel SO2. Diese Dekkan-Traps-Sache hat mich immer interessiert, weil es ja offenbar große Teile des indischen Schildes betrifft, dieser Ausbruch. Und ich bin Laie, aber diese Iridium-Grenze ist zwar interessant, aber das Aussterben der Dinosaurier müsste ja bei so einem extraterrestrischen Einschlag, auch der marinen Dinge, müsste ja relativ schnell gehen. Und wenn ich die Paläontologen frage, dann hat man da den Eindruck, dass das doch eher ein Aussterben über einen gewissen Zeitraum ist. Und jetzt frage ich Sie als Vulkanforscher, obwohl das von der Archäologie wegführt, was halten Sie für wahrscheinlich? Halten Sie es möglich, dass dieses gewaltige Aussterbeereignis auf Vulkanismus zurückzuführen ist? Ich bin nur Beobachter, ich habe nie darüber gearbeitet. Ich kann nur wiedergeben den relativ aktuellen Stand der Forschung. Also es gibt auch Hinweise, dass es nicht nur den großen Einschlag gegeben hat im Chicxulub, im Yucatan-Halbinsel, sondern vielleicht vorher schon einige kleinere. Denn diese Iridium-Grenze, die ist ja nun mal da. Also es hatte einen großen Einschlag gegeben. Inwieweit die paläontologische Scientific Community homogen ist, weiß ich nicht. Ich glaube, sie ist nicht homogen. Auch da gibt es unterschiedliche Camps. Ist eigentlich der seltene Fall in den Geowissenschaften, dass es sehr emotionale Auseinandersetzungen gibt, die dann es oft schwierig machen, ganz nüchtern zu sehen. Bei Archäologen ist das häufiger, weil sie näher an der Gesellschaft sind, zum Beispiel in Afrika. Die Frühmenschen, da gibt es ja sehr heftige Auseinandersetzungen zwischen verschiedenen internationalen Gruppen. In den Erdwissenschaften, die ja mehr die feste Erde und so bearbeiten, ist das weniger emotional. Aber diese Tertiär-Kreide-Grenze ist normal. Die Tatsache ist natürlich zusätzlich, dass auch andere große Faunensprünge in der Erdgeschichte, am Perm zum Beispiel, dass auch da große Mengen an Flutbasalten ausgebrochen sind in Sibirien. Und so, dass da ein Zusammenhang besteht. Das interessiert mich deshalb, weil ich selbst über Flutbasalte promoviert habe und als erster Wahl den großen Ausdehnung von einzelnen Decken nachgewiesen habe, also über 20.000 Quadratkilometer, also ganz Nordrhein-Westfalen eine Lavadecke. Das war vorher noch niemand gelungen. Das Problem ist nur, dass der Dekkan-Trap, der ist ja nicht auf einmal ausgebrochen. Ich glaube, über einen Zeitraum von 1 Million Jahre oder so. Die Platznahme von so einer riesen Lavadecke, das dauert wahrscheinlich mehrere Wochen. Sodass immer das Argument der Meteoritenleute war, ein Lavastrom kann das nicht bewirkt haben. Jetzt weiß man aber aus einer anderen großen Vulkaneruption historisch, die auch in Mitteleuropa bei uns viel Schaden angerichtet hat. Die größte Überschwemmung in den letzten 1000 Jahren war Laki in Island. Und das ist ein ganz anderer Vulkanausbruch als Santorini oder Tambora-Lacher See. Das sind Basaltlavaströme. Und die haben so viel Schwefel produziert, der auch bis in die Stratosphäre gegangen sind, dass die Sterblichkeitsrate nicht nur in Island, weil die Schafe auch verendet sind, aber vor allem wegen der Lungenkrankheiten, Asthma, in England um 20% gestiegen ist, in Holland, an der Nordseeküste fielen Blätter von allen Bäumen. Auch in Deutschland hat man diesen trockenen Nebel, hat darunter gelitten in dem Sommer. Also da war eine Basalteruption und Basalte haben meistens sehr viel mehr Schwefel als diese hochsiliziumreichen wie Santorini, dass das trotzdem so effektiv war, dass es bis in die Stratosphäre, die ist ein bisschen niedriger in Island zum Glück, sodass der Schwefeleintrag von so Flutbasalten im Dekkan vielleicht doch eine große Auswirkung gehabt haben kann. Also ich würde sagen, ich bin Beobachter,
Ich kann nicht sagen, ich gehöre zu dem Camp oder zu dem Camp. Iridium-Anomalie an der Zeitgrenze jetzt hier ist sehr eindrucksvoll, global. Und der Chicxulub-Krater war ein Einschlag von einem 15 Kilometer Durchmesser-Boliden in Sedimente, die sehr schwefelreich waren. Allerdings, und jetzt kommen wir wieder zurück zu der Toba-Eruption vor 73.000 Jahren, die in den letzten Jahrzehnten sehr groß in der Diskussion war, auch in der Anthropologie, ob da die Menschheit ausgelöscht wurde. Wenn sehr viel Schwefel plötzlich in die Stratosphäre eingebracht wird, dann werden diese kleinen Aerosolteilchen groß und fallen früh aus. Das heißt, der Eintrag der Masse, dem Schwefel in die Stratosphäre, ist nicht gleich Einfluss auf das Klima. Denn je größer diese Teilchen, desto schneller sedimentieren sie aus. Das ist so ein Dämpfungseffekt, sodass man kleine Eruptionen mit weniger Schwefel oft sehr viel größere Auswirkungen haben. Unglaublich spannend. Jetzt habe ich noch eine Abschlussfrage. In den Baumrinnkurven, zumindest Mitteldeutschlands, scheint es um 1580 vor Christus für 3 Jahre einen kräftigen Rückschlag zu geben. Das heißt eine sehr starke Abkühlung. Wir wissen, vielleicht 40 Jahre vorher oder 30 Jahre vorher bricht Santorin aus. Wir wissen, vielleicht 150 Jahre vorher gibt es den sogenannten Avellino-Ausbruch des Vesuv. Möglicherweise gibt es auch andere Ausbrüche, die ich nicht kenne, in Island oder anderweitig, die vielleicht sogar in der Südsee, die einen Impact auf unser Klima haben können. Denn so eine plötzliche starke Klimaverschlechterung für 3 Jahre würde eigentlich so einem Muster entsprechen, das Sie vom Tambora erwähnt haben. Es kann natürlich auch andere Gründe haben. Ist Ihnen irgendein Ausbruch bekannt, auch wenn er weiter weg ist, der möglicherweise einen Einfluss hat, zumindest in dem Zeitraum? Meistens kann man diese Ausbrüche ja nicht so exakt datieren, aber einfach in diesem Zeitraum. Nein, ist mir leider kein Ausbruch bekannt. In der Zeit so um 1600 vor Christi. Man muss aber noch eins bedenken, und das war ein Ergebnis des Pinatubo-Ausbruchs am 15. Juni 1991. Will ich eine kleine Geschichte erzählen. Es hat damals im Sommer, ich war gerade nach Schleswig-Holstein gekommen, sehr viel geregnet, so wie in diesem Sommer. Und die Zeitungen schrieben dann, dass der Pinatubo-Ausbruch schuld daran ist an dem starken Regen in Schleswig-Holstein und in ganz Mitteleuropa. Und dann war eine Live-Diskussion im Fernsehen, da war ich eingeladen als Vulkanologe und noch ein paar andere Leute, darunter 2 Meteorologen. Und der eine war so meine Generation, der andere war deutlich jünger. Und der meiner Generation sagte, im nächsten Winter wird es kalt. Und der Jüngere vom Max-Planck-Institut in Hamburg, der hat gesagt, nein, der nächste Winter wird wärmer. Und dann hat er gesagt, das war so 2 Monate nach dem Ausbruch, die modellieren sehr viel. Nach dem Pinatubo-Ausbruch gibt es eine kalte Gegend in Grönland, im Nordatlantik. Die 7-jährige Dürre in Kalifornien wird enden. Im östlichen Mittelmeer, vom Ural runter, wird es kälter werden. Ich war mit Studenten im nächsten Jahr in Zypern und im Mai war noch 1 Meter Schnee auf dem Mount Olympus. Es ist praktisch alles eingetragen. Das heißt, so ein großer Vulkanausbruch mit großer Klimaauswirkung hat regional ganz unterschiedliche Auswirkungen. In manchen Gebieten kann es wärmer werden, in manchen kälter. Was man so global sagt, diese 0,3, 0,5 Grad Abkühlung, ist also regional ganz unterschiedlich. Das heißt, wenn man jetzt den Santorini genauer untersucht vielleicht, ich bin also nicht informiert über die Arbeiten an den Schmelzeinschlüssen in den Kristallen und die Klimaauswirkungen, dann muss man immer gucken, passt das mit den Regionalisierungen zusammen? Wo wird es kälter, wo wird es wärmer? Also ich denke, da ist noch viel Raum für weitere Forschung. Ich denke, wir werden von der archäologischen Seite die Veränderungen beobachten. Wir werden die Dendrochronologen fragen, die Kollegen, die in den Eiskernen und in den marinen Sedimenten bohren, genauso die in den Seen bohren. Wir werden das alles zusammenbringen, dann mit den Dendrologen schauen und dann werden wir irgendwann mal ein Bild kriegen, das meines Erachtens ganz spannend sein wird. Wir versuchen das jetzt, glaube ich, zum ersten Mal für die Zeit um 1600. Und das Spannende finde ich, dass die Diskussion völlig offen ist.
weil wir normalerweise relativ getrennt forschen. Scheinbar ist Vulkanologie und Dendrochronologie und Dendrologie und Archäologie doch getrennt. Und wir haben die Wissenschaften in den letzten 50, 100 Jahren immer weiter zersplittert. Und ich glaube, es ist ungemein spannend, so eine Konferenz zu machen, wo wir uns treffen. Und ganz spannend ist es immer, wenn man das Ergebnis nicht weiß, sondern wenn die Dinge offen sind. Das ist, glaube ich, Wissenschaft. Und von daher freue ich mich, dass Sie hier bei uns waren und danke Ihnen für die spannenden Einblicke. Ich bedanke mich.